Italien hatte seit 1890 Kolonialbesitz in Nordafrika, Libyen und Ostafrika, Abessinien, Eritrea und Italienisch-Somaliland. Auf dem Papier verfügten die Italiener über die beachtliche Streitmacht von ca. 600.000 Mann auf dem afrikanischen Kontinent. In Nordafrika, in Libyen, standen 250.000 italienische Soldaten gegen nur 36.000 britische in Ägypten und 27.000 in Palästina. In Ostafrika, Abessinien, Eritrea und Italienisch-Somaliland befanden sich sogar 350.000 Italiener gegen nur 21.500 Briten. Diese verteilten sich auf 9.000 im Sudan, 8.000 in Kenia, 2.500 in Aden und nur 1.500 in Britisch-Somaliland. Am 4. August 1940 begann eine groß angelegte italienische Offensive in Ostafrika, in deren Verlauf zunächst das mit nur 1.500 Mann verteidigte Britisch-Somaliland erobert wurde. In Nordafrika rückten die Italiener am 13. September 1940 vorsichtig über die libysch-ägyptische Grenze vor und besetzten am 16. September Sidi Barrani. Mit der Besetzung des kleinen Britisch-Somaliland und dem zaghaften Vorstoß im Norden auf Sidi Barrani waren die italienischen Träume von der Vertreibung der Briten aus Afrika und der Besetzung des Suezkanals bereits ausgeträumt. Die anfangs zahlenmäßig weit unterlegenen britischen Streitkräfte kämpften mit großem Geschick und Tapferkeit die italienische Übermacht bis zum 21. November 1941 restlos nieder. Der letzte italienische Widerstand wurde in Gondar gebrochen. Ostafrika war damit wieder vollständig in britischer Hand. Das gleiche Desaster zeichnete sich bereits nach kurzer Zeit in Nordafrika an der libysch-ägyptischen Grenze ab. Bereits am 10. Dezember 1940 eroberten die zahlenmäßig unterlegenen Briten Sidi Barrani zurück und jagten die Italiener durch die ganze Cyrenaika. Am 22. Januar 1942 fiel Tobruk, am 29. Januar wurde Derna genommen. Bereits am 8. Februar erreichten die siegreichen Briten El Achela und hielten hier, ohne auf italienischen Widerstand zu stoßen, ihre Truppen an. Der größte Teil der Kampftruppen wurde nun nach Griechenland verlegt, um die Front gegen die deutsche Wehrmacht zu stärken. Unter dem Eindruck dieser Ereignisse wandte sich Mussolini flehentlich an Adolf Hitler und erbat materielle und militärische Hilfe. Am 9. Januar 1941 um 12:15 Uhr fand auf dem Berghof eine Besprechung zwischen dem Oberbefehlshaber des Heeres und dem Chef des Oberkommandos der Wehrmacht mit Adolf Hitler statt. Diese Besprechung war von kriegsgeschichtlicher Bedeutung. Ihr Inhalt gibt Aufschluss über die Entscheidungsgründe des deutschen Reichskanzlers. Es sei sehr wichtig, dass die Italiener Libyen nicht ganz verlören. Der Verlust würde zwar militärisch nicht so schwer wiegen, denn die Luftbedrohung Italiens würde nicht größer werden und für französisch-Nordafrika würde sich die Lage nicht ändern. Aber die in Ägypten stehenden englischen Kräfte würden dann zu anderer Verwendung frei werden. Viel schwerwiegender wäre jedoch die psychologische Auswirkung in Italien. Es müsse den Italienern daher so weit geholfen werden, dass sie sich in den nächsten Monaten halten können. Er, der Führer, sei daher entschlossen, einen Panzersperrverband für Libyen sofort aufzustellen. Am 11. Januar 1941 ergeht an den Oberbefehlshaber des Heeres die Führerweisung Nummer 22. Die Aufstellung und Entsendung eines deutschen Panzersperrverbandes nach Nordafrika zur Mithilfe deutscher Kräfte bei dem Kampf der Italiener im Mittelmeerraum. Aus diesem Originalauszug des Kriegstagebuches des Oberkommandos der Wehrmacht geht eindeutig hervor, dass Adolf Hitler im nordafrikanischen Gefechtsfeld nur einen Nebenkriegsschauplatz sah. Am 6. Februar erhält Generalleutnant Erwin Rommel seine Instruktionen vom Führer persönlich.
Am 12. Februar treffen die ersten Teile des deutschen Afrikakorps in Tripolis ein. Das Meer ist erreicht. Die von den Engländern verlassenen Stellungen werden sofort wieder in Verteidigungszustand gesetzt. Dort drüben liegt Tobruk. Zurückgelassene Maschinen und Waffen auf einem englischen Feldflugplatz. Ritterkreuzträger Oberstleutnant Freiherr von Wechmar. Von allen Seiten dringen die deutschen Truppen konzentrisch ab Tobruk vor. Ein Geleitzug der Achsenmächte ist eingetroffen. Die Schiffe werden sofort entladen. Durch die Eroberung von Tobruk konnte der Nachschubweg zur Front in Nordafrika um über 1000 Kilometer verkürzt werden. Generalfeldmarschall Kesselring, der Oberbefehlshaber der im Mittelmeerraum eingesetzten deutschen Luftstreitkräfte. Mit Fähren und Leichtern werden Fahrzeuge, schwere Waffen und Material aller Art an Land gebracht. Fahrt an die Front. Rechts und links der Nachschubstraßen die letzten Zeugen des fluchtartigen Rückzuges der Briten. Bersaglieri-Bataillone, sie sollen die vorderen Linien verstärken. Eine Wasserstelle an der Vormarschstraße. Die zurückflutenden Briten hatten die Brunnen und Zisternen mit Öl und Teer unbrauchbar gemacht und die Rohrleitungen zerstört. Deutsche und italienische Spezialtrupps haben die Wasserstelle in kurzer Zeit neu erschlossen. Sie liefert heute täglich bis zu 400.000 Liter. Eine Tankstelle mit künstlichem Gefälle. Spezialtankwagen bringen das Wasser zu den eingesetzten Verbänden. Rast in einer Oase. Der Bahnhof Fuka der ägyptischen Küstenbahn. Überall noch die Spuren der schweren Kämpfe. Und hier der Bahnhof El Daba. Er ist nur 40 Kilometer von der El Alamein-Stellung entfernt. Die Briten mussten auf ihrer eiligen Flucht ganze Güterzüge mit wertvollem Material und große Waffen, Munition und Proviantlager zurücklassen. Achtung, die Straße ist vermint. Von den vorstürmenden Panzern wurde sie umgangen. Jetzt muss sie für den Nachschubverkehr sorgfältig von Minen gesäubert werden. An der El Alamein-Front verlassene britische Stellungen, die im Sturm genommen wurden. Armeegeneral Bastico und Marschall Cavaliero, Generalfeldmarschall Kesselring, Marschall Rommel.
Lagebesprechung in der Wüste. Der Kampf unter der heißen Sonne Afrikas war vor allem ein strategisch wichtiger Luftkrieg. Die Bekämpfung der jeweilig gegnerischen Truppenbewegungen sowie die Störung der Nachschubwege waren vorrangige Ziele der Luftkriegsführung. Um diese Aufgaben erfolgreich durchführen zu können, war es für beide Seiten gleichermaßen wichtig, die Luftherrschaft über dem afrikanischen Kriegsschauplatz zu erringen. In den zahllosen Luftkämpfen waren es vor allem die Jagdflugzeuge, die die Hauptlast in den Luftschlachten über der Wüste zu tragen hatten. Wackelnd kehren unsere Jäger von ihrem siegreichen Kampf zurück. Eichenlaubträger Hauptmann Ubben. Er konnte bisher 101 Gegner abschießen. Major Müncheberg, Träger des Eichenlaubs mit Schwertern, brachte allein in diesem Luftkampf 4 Briten zur Strecke. Bisher erzielte er insgesamt 125 Abschüsse. Generalfeldmarschall Kesselring. In der Mitte Hauptmann Bär. Er konnte an diesem Tage 5 Tommys herunterholen und ist Sieger in 152 Luftkämpfen. Die Flugzeugwracks liegen weit verstreut, brennend in der Wüste. Im Kampf Mann gegen Mann herrschte ein bemerkenswert ritterlicher Fliegergeist, getragen von Kameradschaft und Achtung vor dem gegnerischen Piloten. Es gab hier weder Terrorangriffe gegen Städte, noch wurden wehrlose Zivilpersonen durch Jagdflieger beschossen. Man konzentrierte sich ausschließlich auf die Bekämpfung militärischer Ziele. Es war ein junger deutscher Jagdflieger, der kometenhaft wie ein Stern über dem afrikanischen Himmel erschien und neue, bisher unerreichte Maßstäbe im Luftkampf setzte. Der damals 22-jährige Hans-Joachim Marseille wurde am 22. April 1941 mit der ersten Gruppe des Jagdgeschwaders 27 nach Nordafrika verlegt. Bereits am folgenden Tag, dem 23. April, gelang ihm in der Nähe von Tobruk mit dem Abschuss einer Hurricane sein erster Luftsieg in Afrika. Damit begann die grandioseste Erfolgsserie in der Geschichte der Jagdfliegerei. Das geniale fliegerische Können des jungen Fliegerleutnants ließ ihn alle bisherigen Rekorde brechen und neue, bis zum heutigen Tag unerreichte aufstellen. Oberst Galland, der Inspekteur der Jagdflieger, besucht einen Feldflugplatz in der Wüste. Ein Wüstenwegweiser. Das Zelt des Staffelkapitäns. Zurück von erfolgreicher Jagd. Das Geschwader hat bei diesem Einsatz seinen 1000. Luftsieg errungen. Der siegreiche Jagdflieger wird entsprechend gefeiert. Eichenlaubträger Oberleutnant Marseille. Er schoss bisher 87 Gegner ab. Einer der hervorragendsten Jagdflieger Nordafrikas, Hans Arnold Stahlschmidt, der eng mit Marseille befreundet war,
schrieb in einem Feldpostbrief nach Hause: Marseille kann schießen wie ein junger Gott. Er kann vor allem, was nur wenige können, sicher und wunderbar in der Kurve schießen. Unser einer schießt dann dauernd vorbei. Hans-Joachim Marseille war nicht nur ein ausgezeichneter Schütze, sondern ebenfalls ein hervorragender Pilot. In ihm vereinigten sich die wichtigsten Eigenschaften des Idealtypen eines Jagdfliegers. Immer wenn die gelbe 14 am Himmel Afrikas erschien, bedeutete dies zahlreiche Verluste für den britischen Gegner. Aus der nun folgenden chronologischen Aufstellung seiner Luftsiege geht dies eindrucksvoll hervor. Auf die außergewöhnlichen Leistungen von Jochen, wie ihn seine Kameraden nannten, folgte alsbald eine Vielzahl von verschiedenen Auszeichnungen. So erhielt er unter anderem im September 1940 das Eiserne Kreuz 2. und 1. Klasse. Am 3. November 1941 erhielt er den Ehrenpokal der Luftwaffe. Am 1. Dezember 1941 das Deutsche Kreuz in Gold, als erster Afrikaner nach 33 Luftsiegen. Am 22. Februar 1942 erhielt er durch Adolf Hitler persönlich das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes. Am 6. Juni 1942 erhielt er zum Ritterkreuz das Eichenlaub als 97. Soldat der Wehrmacht nach 75 Luftsiegen. Nur 14 Tage später, bereits am 18. Juni desselben Jahres, erhielt er zum Ritterkreuz mit Eichenlaub die Schwerter als 12. Soldat der Wehrmacht durch den Führer und obersten Befehlshaber der Wehrmacht Adolf Hitler in der Reichskanzlei persönlich verliehen. Oberleutnant Marseille meldet sich im Führerhauptquartier. Der Führer verlieh dem hervorragenden Jagdflieger anlässlich seines 101. Luftsieges als 12. Offizier der deutschen Wehrmacht das Eichenlaub mit Schwertern zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes. Der 22-jährige Offizier errang seine Erfolge ausschließlich im Kampf mit britischen Gegnern. Der Führer lässt sich von dem tapferen Jagdflieger Einzelheiten von seinem Einsatz in Nordafrika berichten. Oberleutnant Marseille gilt als der gefürchtetste deutsche Jagdflieger in Nordafrika. Die erste Gruppe des Jagdgeschwaders 27 macht startklar. Feindliche Jäger sind gemeldet. Die Maschinen des Typs Me 109 werden angelassen. Die Piloten treffen die letzten Vorbereitungen für ihren Start zum Feindflug.
Britische Flugzeuge sind gemeldet. Unsere Jäger starten zur Abwehr. Hurricanes. Die erste ist getroffen. Auch der zweite Brite brennt. In steilen Kurven geht es an die dritte Hurricane heran. Da ist sie und schon getroffen. Und hier die vierte. Auch die fünfte wird vernichtet. Schon sind die Engländer gepackt. Die ersten Treffer. Schon ist der Motor getroffen. Die Zeitlupenaufnahmen zeigen die Bewegungen bedeutend langsamer, als sie in Wirklichkeit sind. Auch dieser Brite ist angeschlagen. Feuerstoß auf Feuerstoß schlägt in die britischen Jäger. Dort hinten rast einer zur Erde. Sekunden später wurde auch dieser vernichtend getroffen. Rückkehr von siegreichem Luftkampf. Es ist der 30. September 1942. Die Wüste liegt in einem seltsam bleichen Licht, als der unglückselige Tag heraufzudämmern beginnt. Wieder einmal, wie so oft in den letzten Wochen und Monaten, geht Hauptmann Marseille hinaus aufs Rollfeld. Um 10:47 Uhr startet er mit 8 Maschinen seiner Staffel zur Sicherung eines Stuka-Verbandes. Vom Geschwadergefechtsstand aus leitet Kommodore Neumann die Staffel Marseilles über Funkspruch an einen britischen Jagdverband heran. Bei Annäherung der deutschen Messerschmitt-Jäger verschwindet der Gegner nach Norden, sodass es zu keinem Luftkampf kommt. Die deutschen Jäger befinden sich bereits auf dem Rückflug, als um 11:30 Uhr die Meldung „Motor brennt“ den Gefechtsstand von Major Neumann erreicht.
Zum Zeitpunkt der ersten Meldung Motor brennt, flog die erste Staffel eng geschlossen in ca. 3000 Metern Höhe. Die Flugzeit bis zu den eigenen Linien betrug noch ca. 5 Minuten, etwa 40 Kilometer, als sich an der Maschine von Hauptmann Marseille eine vom Motorvorbau ausgehende, immer stärker werdende weißliche Rauchfahne zu entwickeln begann. Um 11:35 Uhr überfliegt der Verband Sidi Ab el-Rahman und erreicht damit die deutschen Linien. Die Anfrage von Hauptmann Marseille über Funksprech »Sind wir schon über den eigenen Linien? Ich kann nichts mehr sehen«, macht deutlich, dass er zu diesem Zeitpunkt, bedingt durch die stärker gewordene Rauchentwicklung, bereits die Sicht verloren hatte. Auch Flammen wurden jetzt am Motorbau erkennbar. Nachdem Hauptmann Marseille das Kabinendach abgeworfen hatte, legte er die Maschine in einer halben Rolle auf den Rücken, um seinen Ausstieg vorzubereiten. Nach etwa 2.000 bis 3.000 Metern Höhenverlust löste er die Anschnallgurte. Infolge der Sichtbehinderung durch starke Qualmentwicklung konnte er nicht erkennen, dass die Me 109 bereits von der gesteuerten Rückenlage in den Sturzflug übergegangen war. Dadurch wurde es möglich, dass er beim Verlassen der Maschine an der linken Körperseite vom Leitwerk getroffen wurde und durch den Schlag gegen die Lende das Bewusstsein verlor. Den Auslösegriff des Fallschirms konnte er nicht mehr betätigen. Entsetzt und ungläubig verfolgten seine Kameraden in ihren Maschinen die Tragödie. Bis um 11:36 Uhr eine brüchige Stimme in den Äther ruft: Er ist tot. Auf dem afrikanischen Kriegsschauplatz setzte die Führung der deutschen Luftwaffe das Jagdgeschwader 27 ein. Vom Februar 1941 bis zum Dezember 1942 kämpfte das Geschwader gegen einen permanent überlegenen Gegner. Das Jagdgeschwader 27 und die ihm zeitweilig unterstellten Verbände errangen in diesen 20 Monaten 1300 bestätigte Abschüsse. Darunter über 700 Curtiss, 300 Hurricane und mehr als 100 Spitfire. Eine ganze Reihe von Flugzeugführern begründeten in Afrika ihren fliegerischen Ruhm und entwickelten sich hier zu Luftkampfexperten. Den 1300 Abschüssen steht der Verlust von nur etwa 200 Me 109 Messerschmitt-Jägern gegenüber. Bei den alliierten Fliegern wurde die Bezeichnung Fliegerass bereits ab 5 Abschüssen den Piloten zuerkannt. Allein die relative Verlustquote von 6,5:1 des Jagdgeschwaders 27 ergibt, dass selbst der schlechteste deutsche Jagdflieger im Durchschnitt 6,5 Abschüsse erzielte. Wenn man nach alliierten Maßstäben den Begriff Fliegerass bei der deutschen Luftwaffe angewandt hätte, hätte es nur Asse gegeben. Hier durfte man den Titel Jagdfliegerass erst nach mindestens 100 Abschüssen führen. Kein alliierter Jagdflieger erreichte jemals so viele Abschüsse. In der Schlussphase der Kämpfe in Afrika ist die Übermacht der Gegner auf über 600 Jagdflugzeuge angestiegen. Die Jagdgruppen des Geschwaders müssen nicht selten 100 und mehr Einsätze pro Tag fliegen, um die erdrückende Übermacht der Gegner wenigstens einigermaßen kompensieren zu können. Das Jagdgeschwader 27 brachte mit Hans-Joachim Marseille den erfolgreichsten Jagdflieger der Luftkriegsgeschichte hervor. 14 weitere Piloten des Geschwaders erreichten ebenfalls beachtliche Ergebnisse. Oberleutnant Franzisket 24 Luftsiege, Hauptmann Homuth 46, Leutnant Körner 36, Leutnant Lires 24, Hauptmann Redlich 26, Leutnant Stahlschmidt 59, Oberfeldwebel Steinhausen 40 Luftsiege, Oberfeldwebel Bendert 36, Feldwebel Reuter 20, Hauptmann Rödel 52, Oberfeldwebel Schulz 42, Oberleutnant Sinner 32, Oberleutnant Vögel 25 und Oberleutnant Schröer 61 Luftsiege.
27 Piloten des Jagdgeschwaders 27 gerieten in Gefangenschaft, 29 gelten als vermisst, 37 fielen im Luftkampf gegen den Feind. Sie fanden ihr Grab entweder im heißen Wüstensand oder in den Fluten des Mittelmeeres. Fast 2 Jahre kämpfte das Jagdgeschwader 27 gegen einen 4- bis 5-mal so starken Gegner. Das große fliegerische Können, der außerordentliche Mut und die respektvolle Haltung gegenüber dem Gegner erwarb für die Piloten des Jagdgeschwaders 27 den unvergänglichen Ehrentitel Ritter der Lüfte.